Hallöchen Leute und willkommen zurück bei Grauen aus der Tiefe, das verwunschene Herz. Ja, in der letzten Folge haben wir jetzt die Tür hier geöffnet. Und ich glaube, sonst gibt es nichts mehr zu tun. 6 Dublonen haben wir noch. Also gehen wir da mal rein. Was können wir denn hier machen? Da. Ach ja, schön siehst du aus. Was hast du uns zu sagen? I have to admit, you don't give up easily. I'm this close to bringing my love back to life, and I don't have time to bother with you right now. You dare to say she wouldn't want to be resurrected? That's nonsense. It's the only way we can be together after all these years. If you think you're so smart, bring me proof that my beloved doesn't want to return. You would have to summon her ghost, you fool. Tja, na dann müssen wir dem jetzt beweisen, dass sie nicht wieder zum Leben erweckt werden will. Wie machen wir das denn? Wimmel! Hey. So, was haben wir denn? Goldener. Ups. Oder. Goldener Teller. Ein Admiral und seinen Orden. Ist unvollständig. Aha. Ein Porträtstück. Was haben wir denn noch so Schönes? Oh, die Bandage. Fasan. Was haben wir denn noch so? Ups. Der Heilige Gral, eine Halskette, das hier. Was fehlt uns denn noch? Ein Horn? Was ist da? Und ein Kind. Was ist noch? Schwäne. Nein. So. Gepflegtes Kleid, das haben wir jetzt schon gesehen. So. Das letzte Porträtstück. Da wimmelt's nochmal. Was kriegen wir denn hier? Ein Maya-Kalender, Fledermaus, eine Spitzhacke, Kompass. Ja, was hat das mit Kompass auf sich? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber naja, Muschel, ein Triangel. Das Einzige, was ich... Ja, gut. Triangel, okay. Gewicht, Perlen und die Sichel. Tja, locker flockig. Hier die Spitzhacke. Was wir damit machen müssen, ist ja eigentlich klar. Hier. Oh, das ist hier Schönes. Eine Dublone. Tja, wunderbar. Dann gehen wir jetzt zur Grabstätte, das in die Gruft, setzen das letzte Porträtstück ein. Now I'm whole again. Love is eternal, but people are so fragile. I need to talk with Henry before he makes a mistake. Take me to my captain. Tja, okay. So sei es. Na dann. Geben wir mal dieses Porträtstück und mal schauen, was da so passiert. I do not wish to be resurrected, my love. It's time you joined me. Stay, please. I was so blind and selfish.
After all this time, she still only wants that I give up on this cruel and vengeful life. She wanted an ordinary man, not a legendary criminal. Rather than resurrecting her, I should join her in the afterlife. Perhaps she is waiting for me there. Ja, sie wartet dort auf dich, mein Freund. Tja, und was nun? Wimmel! Wimmel, Wimmel. So, dein Bernsteinkästchen, 3 Goldbarren, 1, 2, 3. Goldmaske da. Geldbeutel. Armband, Schwert. Geldbeutel. Schwert. Aber Armband? Wo ist denn das Armband? Das finde ich jetzt gar nicht. Die Sphinx, die haben wir da, eine Kanne. Okay, Urne. Kanne ist hier, das Kreuz, nicht das. Das da, Armband. Oh. Ritter. Das ist zwar kein Ritter, aber egal. Dolch, der Dolch, der Dolch. Wo ist denn der Dolch? Da. Wir kriegen eine Urne. Yay. Tja, jetzt geht's ans Eingemachte. Haben die keinen Hinweis dazu? Ich weiß nicht, wie man das orten muss. Außer hier 1 bis 6. Das dürfte klar sein. 1, 2, 3, 4 und 5. Das ist klar. Ist das so? Ist die Frage, ne? Ich denke mal, es müsste alles auf einer Linie sein. Oder auch nicht. Ha! Stimmt, soweit. Wunderbar. So, dann haben wir jetzt nur noch die 8 Dublonen und die geheimnisvolle Perle. Das heißt, wir gehen zurück aufs Schiff. In die Kapitänskajüte. Und jetzt sehen wir uns ein paar Videos an. Viel Spaß! During her days aboard Remington's Black Galleon, the captive Mary Bannister turned out to be fearless, peaceful, and resilient as she tried to shun the pirates' advances. Captain Remington was keeping her out of harm's way. On rare occasions, Mary was given permission to visit the deck. Once, to avoid her father's disgrace, she attempted suicide and jumped into the water. Remington jumped in after Mary and saved her from drowning, but the rescued girl soon became feverishly ill. The captain couldn't trust any of his vicious mates, so he personally nursed Mary back to health on Skull Island. During that time, Remington fell in love with the beautiful Countess at his mercy. Mary noticed Remington's feelings and started to care for the legendary pirate. While Remington's and Mary's love was becoming mutual,
Mary's father was preparing a coalition of military forces to rescue the girl. The grim Baron Bannister had only recently come into money and power and was still greedy for more. He was planning to kill 3 birds with 1 stone. Liberate his daughter, kill the fearsome pirate, and save the ransom. To win Mary's heart, Remington revealed the truth of his origin. Turns out, Remington was a poor nobleman who signed a pact with the infernal Davy Jones. For the price of his soul, Davy made Remington immortal. The all-powerful Remington joined forces with Caribbean pirates and acquired a formidable crew. And now, thanks to Mary, the captain promised to end his pirate career. The star-crossed lovers planned to marry at once, with all the sea's pirates in attendance to witness their vows to each other. On the eve of the wedding, a military coalition struck the fortress full of defenseless pirates. The Caribbean Sea turned red with blood, and Skull Island became a place of torment. Remington was sentenced to death before Mary's eyes. The young countess was broken-hearted. Baron Bannister was claimed victorious for killing Remington and his nefarious crew. The Baron capitalized on his success by forcing his daughter to marry the captain of the Royal Navy. Mary endured a childless and unhappy marriage with the old, dull soldier. And when her spouse eventually died, Mary, now a wealthy widow, decided to return to Skull Island. Even though Skull Island was now a sad and dreary place, memories of happier times came back to Mary as she started wandering the familiar grounds. Mary used the money she inherited to build a crypt for her and her captain if his body was ever found. Soon after that, the lonely Mary died. According to her wishes, she was buried at the new crypt. Meanwhile, as the centuries passed, the immortal Captain Remington lay at the bottom of the sea, broken-hearted, stripped of his enchanted weapons, and weighted down by shackles and corals. The only person who could make him happy was dead. The only thing which could redeem him, a gift for the bride, was still in the cursed chest on his galleon. Remington grew weaker and weaker under the sea, waiting for a chance to set things right. So, damit hätten wir ein weiteres Ziel abgeschlossen, die 12 Dublonen. Jetzt haben wir also die Geschichte über Remington gesehen. Davy Jones steckt also auch dahinter. Tja, jetzt haben wir hier noch die geheimnisvolle Perle und damit öffnen wir die Kiste. So, und da haben wir das Herz, erinnert mich an den Fluch der Karibik. Das Herz in der Truhe. Tja, na dann, bringen wir das Herz Remington. Nein, bin zu weit. Klar, ich könnte über die Karte gehen, aber ich mache es lieber so. Why not? So. Kann man da noch was machen? Nein. Tja, na dann.
So, mein Freund, hier hast du dein Herz. Viel Spaß damit. You were right. Thank you. My dear, are you all right? Mom, you saved me. I always will. Tja, somit ein Happy End für beide Seiten, würde ich mal sagen. So, das wäre es dann gewesen von der Hauptstory von Grauen aus der Tiefe, das verwunschene Herz. Hoffe, es hat euch gefallen. Es ist noch nicht zu Ende hier. Es gibt noch ein Bonuskapitel, das werden wir selbstverständlich auch noch spielen, dank der Sammeledition. Und ja, zum Spiel selber, es ist cool. Doch, nette Rätsel, coole Minispiele und ja, es hat mir ziemlich gefallen, das Spiel, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Und ja, was soll man dazu sagen? Ein super Spiel, kann man weiterempfehlen. Und ja, cool. Das Logo finde ich auch ziemlich cool. Außer die Videosequenzen, die sind halt so ein bisschen, naja. Aber egal, darüber kann man wegsehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder beim Bonuskapitel. Bis dann, tschüss.